Die Elbwiesen bei Wittenberg. Eine alte Kulturlandschaft, in der es auch architekturgeschichtlich einiges zu entdecken gibt. Ganz in der Nähe befindet sich das älteste Gestütsgebäude Deutschlands, das lange einen Dornröschenschlaf hielt. Im 17. Jahrhundert gehörten diese Mauern zum modernsten Funktionsbau Sachsens. Ein Gestüt zur Pferdezucht, wie es in ganz Europa kein zweites gab. Beinahe wäre es für immer verloren gegangen, hätte nicht ein Mann versucht, dies mit allen Mitteln zu verhindern. Ganz am Anfang bin ich als zuständiger Denkmalpfleger des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie hierher gekommen, habe das Gebäude entdeckt und musste entscheiden, ist es Denkmal oder ist es kein Denkmal. Das Erste, was man sieht, außer der ganz normalen Größe der Anlage, ist die Jahreszahl 1686 über dem Eingangsportal. Da ist natürlich schon klar, das ist irgendwie was Besonderes. Dann kommt man hier auf den Hof, hat sich rein durch Zufall als Kunsthistoriker mit der Architektur Wolf Caspar von Klenges beschäftigt und steht vor einer Fassade mit diesen Rundbogenportalen und mit diesen charakteristischen Ochsenaugenfenstern, wo man sich sagt, 1686 um die Zeit, das kann eigentlich nur von Klenge sein. Ein anderer hat sowas nicht gebaut. Und dann habe ich dann angefangen, dann nachzuforschen und mich dafür zu interessieren, was kann das gewesen sein. Denn hier in der Umgebung brauchte man niemand fragen, das wusste niemand. Die meisten Leute konnten sich noch daran erinnern, dass das eben mal die staatliche Domäne gewesen ist. Aber das ist es eigentlich fast zuletzt gewesen. Im 19. Jahrhundert, nach 1816, ist das hier königlich-preußische Domäne gewesen, dann an Domänenpächter verpachtet. Und im 20. Jahrhundert dann ist hier Landwirtschaft betrieben worden. Zu DDR-Zeiten hat es hier eine LPG gegeben. Aber was davor gewesen ist, hat sich erst so nach und nach in einzelnen Schritten aus dem Nebel der Geschichte herauskristallisiert. Bläsern selbst entstand in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. 1379 wird hier ein Vorwerk erwähnt, das der Versorgung des Wittenberger Schlosses diente. Seit Mitte des 15. Jahrhunderts wurden hier Pferde gezüchtet. Die heutigen Gebäude entstanden zwischen 1676 und 1686. Wolf Caspar von Klengel war einer der bedeutendsten Baumeister seiner Zeit. Im Auftrag von Kurfürst Johann Georg II. Gab er dem Hausmannsturm des Dresdner Schlosses seine barocke Gestalt und entwarf die spektakuläre erste Hofoper am Dresdner Taschenberg. Kein Wunder, dass er mit der Planung des kurfürstlichen Hofgestüts beauftragt wird, das mit über 130 Metern Länge Vorbild für alle anderen Anlagen werden sollte. Dieses Bonmot von der Mutter aller Gestüte stammt von dem Journalisten Dankwart Guratsch von der Welt. Der hat 2002 einen Beitrag darüber geschrieben, um die Öffentlichkeit auf das damals schon sehr gefährdete Baudenkmal aufmerksam zu machen. Es begründet sich dadurch, dass dieses Gebäude, in dem wir uns heute hier befinden, das ehemalige Hofgestüt der Kurfürsten von Sachsen gewesen ist. Es lässt sich archivalisch bis in die Zeit mindestens 1449 zurückverfolgen. Und es gibt in ganz Deutschland sowieso, aber höchstwahrscheinlich sogar in Europa keine Gestütsgründung, die älter ist als dieses Gestüt in Bläsern. Auf den ersten Blick sieht man den Mauern ihre Bedeutung nicht an. Zu viel schien für immer verloren. Zu groß waren die Hürden für einen denkmalgerechten Wiederaufbau. Heute kümmert sich ein Verein um das Hofgestüt Bläsern, das bis 1945 in einem fast originalen Zustand war. Zu DDR-Zeiten wohnten hier Heimatvertriebene. Eine LPG nutzte die Stallgebäude und das Land. Nach 1990 wurde der Gebäudekomplex privatisiert und später an einen Investor verkauft. Als der Abriss drohte, schaltete sich die Denkmalpflege ein. 14 Jahre lang habe ich hier als Denkmalpfleger gegen den Abbruchantrag des damaligen Eigentümers gekämpft, bin da vor alle Gerichte gezogen, durch alle Instanzen in Sachsen-Anhalt. Dann 2010, als der Eigentümer die Abbruchgenehmigung erwirkt hatte und tatsächlich der Abriss dieser Anlage drohte,
waren auf der anderen Seite dann endlich so viele Leute zusammen, dass man sagen konnte, wir können einen Verein gründen, Leute, die eben dem nicht zusehen wollten, dass das abgerissen wird. Und 2010 haben wir dann diesen Förderverein Hofgestüt Bläsern gegründet, haben den eintragen lassen, haben die Gemeinnützigkeit dafür erreicht. Und seit dieser Zeit, ich sage es jetzt aus meiner Sicht, bin ich eben nicht mehr alleine, sind wir jetzt eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die immer mehr wächst. Heute sind das rund 60 Architekturbegeisterte aus dem gesamten Bundesgebiet. Sie sorgen dafür, dass die erhaltenen Gebäudeteile aus dem 17. Jahrhundert samt hölzernen Einbauten nicht weiter verfallen. Die maroden Dächer wurden notdürftig gesichert und die Mauern des Stalltrakts bereits teilweise repariert. Die Einbauten dokumentieren den Zustand nach 1744, als hier die Pferdezucht weitgehend aufgegeben wurde. Diese Räume für die Öffentlichkeit nutzbar zu machen, ist der sehnlichste Wunsch aller im Verein Engagierten. Ich wünsche mir natürlich, dass wir den Zustand des Gestüts, der 1686 erreicht war, also bei den Bauten, die sich davon erhalten haben. Glücklicherweise sind es ja 3 Flügelstück von dem 4. Flügel aus diesem Stalltrakt, dass wir diesen Hof weitgehend wiederherstellen können und dass wir das wieder ablesbar machen können, was das damals für eine großartige Anlage war. Ohne das nahegelegene Wittenberg ist Bläsern nicht denkbar. Die Residenzstadt der ernestinischen Wettiner sollte ab 1500 einen ungeahnten Aufschwung erleben. In den städtischen Sammlungen haben sich Zeugnisse erhalten, die die Bedeutung als Stadt der Reformation, der Bildung und der Kultur belegen. Doch 1547 verlieren die Ernestiner die Kurwürde an ihre albertinischen Vettern in Dresden. Die hatten auf Seiten des Kaisers gekämpft. Die Übergabe der Kurwürde erfolgte auf einer Elbwiese, die zum Gestüt gehörte und mit diesem auf einer Karte aus dem Jahre 1623 eingezeichnet ist. Die eingezeichnete sogenannte Große Wiese des Gestüts in Bläsern, auf der ja 1547 Kaiser Karl V. die sächsische Kurfürstenwürde an Herzog Moritz übergeben hat. Die sieht man hier sehr schön. Und dann ist natürlich die Darstellung des Vorwerks Bläsern hier sogar mit Beschriftung abgebildet. Und im Jahr 1578 ist da ein neues Haus, das sogenannte Kurfürstliche Haus zu Bläsern, gebaut worden, später als Schloss bezeichnet. Das, wo dann auch August der Starke und alle anderen, die hier als hochrangigen Gästen im Gestüt zu Besuch gewesen sind, übernachtet haben und sich aufgehalten haben. Das kann man da sehr schön sehen. Auch ein seltenes Gästebuch des Hofgestüts ist erhalten geblieben, in dem sich illustre Besucher wie August der Starke und andere Adlige verewigt haben. Besonders als Sachsen das Königreich Polen regierte, stieg der Bedarf nach Pferden immens. Der Hofstaat zog permanent zwischen Dresden und Warschau umher. Ein großes Glück, dass so viele historische Zeugnisse erhalten sind. Solche Belege decken sich dann natürlich ganz hervorragend mit den Bildern, die in der Zeit am Hof entstanden sind, die zum Teil von Lukas Cranach oder aus seiner Schule stammen, wo man dann sehen kann, welche Art von Pferden die hatten. Dann haben wir zum Beispiel hier eine Lukas Cranach-Darstellung, wo wir ein Jagdpferd sehen, also ein Pferd, was nicht vor Wildschweinen scheuen sollte, wenn sie auf es zusprengten, oder das auch nicht vor Bären scheuen sollte. Und wir sehen hier so ein wunderschönes Pferd mit 4 weißen Hufen, einer Blässe. Das wäre so eine klassische Darstellung, wo man dann sagt, da werden die Zeichen bezeichnet, es wird die Fellfarbe bezeichnet und es wird halt die Eigenschaft bezeichnet. Pferde aus Bläsern sind auch auf einem Gemälde Lukas Cranachs zu sehen, das eine Jagdgesellschaft in der Nähe von Schloss Hartenfels bei Torgau zeigt. Darüber hinaus wurden speziell ausgebildete Pferde für Turniere und Schlachten benötigt. Um 1500 beginnt sich der Gebrauch von Feuerwaffen durchzusetzen, was auch für die Pferdezucht in Bläsern von Bedeutung ist. Wir versuchen natürlich da wieder darauf hinzuweisen, dass wir hier auch eine Pferdezuchtregion hatten, wo wir sagen können, dass diese Quellen, die wir haben, also insbesondere so diese Aufzeichnung um 1500, das sind mit die frühesten, die ich bisher überhaupt irgendwo gesehen habe. Muss ich hier klar machen, wir können hier sagen, an welchem Tag ein Pferd vom Wolf auf einer Bläserner Heide gefressen worden ist.
Das saftige Gras der großen Elbwiesen bei Wittenberg ermöglichte die erfolgreiche Pferdezucht im Hofgestüt der sächsischen Kurfürsten. Damit es wieder aufgebaut werden kann, werden Spender gesucht, die sich hier engagieren, auch wenn der Verein schon einiges einsammeln konnte. Der Verein hat in der Zwischenzeit eben so viel getan, auch schon so viel erreicht, so viel Fördermittel und Spenden auch schon bekommen, dass hier schon mehrere Sicherungsmaßnahmen erfolgt sind, dass hier mehrere Baumaßnahmen auch schon realisiert werden konnten. Und für das, was dieser Verein hier seit 2010 schon erreicht hat, hier ist über eine 250.000 Euro schon umgesetzt worden. Nur in Sicherungsmaßnahmen der Bausubstanz hat der Verein 2017 vom Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz den Deutschen Preis für Denkmalschutz, die silberne Halbkugel, bekommen. Und das ist auch eine öffentliche Würdigung für das, was dieser Verein hier geschafft hat. Ein tragfähiges Nutzungskonzept wurde erstellt. So könnte der Flügel mit der am wenigsten erhalten gebliebenen Originalbausubstanz als Konzertsaal ausgebaut werden. Auch Ausstellungsräume sind geplant, in denen die wechselvolle Geschichte des Hofgestüts wieder lebendig werden kann. Für Freiluftveranstaltungen wird der Ort schon seit einigen Jahren genutzt. Der Verein sammelt weiterhin Spenden. Er hat schon sehr viele Spenden erhalten, die in die Arbeit des Vereins geflossen sind und die auch als Eigenanteile für die Beantragung von Fördermitteln benötigt worden sind. Insgesamt rechnet der Verein mit einem Investitionsvolumen von ungefähr 5 bis 5,5 Millionen Euro. Mit diesem Geld kann in hoffentlich naher Zukunft die Kubatur des Klengelschen Hofgestüts wieder entstehen. Der Verein plant eine vielseitig nutzbare Begegnungsstätte, die sich an alle Altersgruppen und nicht nur an Architekturliebhaber oder Kunstfreunde wendet. Auch Reiter sind hier ausdrücklich willkommen. Doch bis es soweit ist, wird hoffentlich weiter fleißig gesammelt.